Beloved Bhagavan, dear Lord, a most warm welcome from Germany, Bhagavan, the land of order and diligence. We are very grateful from the depths of our hearts to have you here with us again. 1 minute. Eckhart, can you put on live stream? I think he did it, Vidyakaji. Okay. No, Thank not you. on. Eckhart, machst du mal an? Start again. Namaste. Namaste. Beloved Bhagavan, dear Lord, a most warm welcome from Germany. Bhagavan, the land of order and diligence. We are very grateful from the depths of our hearts to have you here with us again. Bhagavan, we are so thankful for having the opportunity to receive your full blessings and your valuable messages. Ein herzliches, warmes Willkommen aus Deutschland, Bhagavan, dem Land von Ordnung und Fleiß. Wir sind sehr dankbar, von der Tiefe unserer Herzen dich wieder hier mit uns zu haben. Bhagavan, wir danken dir sehr, dass wir die Gelegenheit erhalten, den vollen Segen von dir zu erhalten und sehr wertvolle Botschaften. You and Amma, dearest Bhagavan, you gave us such great gifts in this glorious year 2012, the oneness meditation and the holy presence. We are deeply touched by your and Amma's unconditional love, Bhagavan, which is reaching us more and more. Du und Amma, liebster Bhagavan, ihr habt uns solche großartigen Geschenke in diesem wunderbaren Jahr 2012 gegeben, die Oneness-Meditation und die heilige Präsenz. Wir sind tief berührt von deiner und von Ammas unbedingungsloser Liebe, Bhagavan, die uns mehr und mehr erreicht. Germany is growing quite a lot since we have the oneness meditation. People in our country experience awakened states quite often. Many of them are happy and deeply thankful for all the presents they get. Die Menschen in unserem Lande erfahren ziemlich oft erwachte Zustände. Viele von ihnen sind glücklich und tief dankbar für alle die Geschenke, die sie bekommen. Mit deinen Segnungen, Bhagavan, wird die Geschwindigkeit des Wachstums enorm ansteigen. With your blessings, Bhagavan, you will speed up this growth enormously. Bhagavan, thank you so much, precious Lord. Please give the people in our country your full blessings, Bhagavan. Thank you, Bhagavan. Vielen Dank, Bhagavan, wertvoller Herr. Vielen Dank. Bitte gib den Menschen in unserem Land deine vollen Segnungen, Bhagavan. Herzlichen Dank. Bhagavan, can I Thank ask you. the questions, Bhagavan? Yes, Bhagavan. The first question from Petran Eckhart, Bhagavan. Beloved Bhagavan, thank you for everything, for this great opportunity to see you or to be in your presence. My question, Bhagavan, is about presence. Is it possible or useful to transfer the presence to someone with a special intent? For example, for good health or wealth or so on. Thank you so much, Bhagavan. Geliebter Bhagavan, danke für alles, für diese großartige Gelegenheit, dich wieder in dieser Gegenwart zu sehen. Meine Frage ist über die Präsenz. Ist es möglich oder ist es nützlich, die Präsenz an jemanden mit einem besonderen Intent, mit einer besonderen Absicht weiterzugeben? Zum Beispiel für gute Gesundheit, für Reichtum und so weiter. Vielen Dank, Bhagavan. Earlier, for whatever we wanted, we used to give a diksha. Früher, egal was wir haben wollten, haben wir Diksha gegeben. Whether it was health, wealth, relationship or a particular problem, a Ob es diksha nur Gesundheit oder ein besonderes Problem war, es war die Diksha. Now the new way is we give the presence instead. Anstelle heute die neuen Wege sind, dass wir anstattdessen die Präsenz geben. Earlier, we did not have enough awakened people, hence the grace was much less. Früher hatten wir nicht genügend erwachte Menschen und das hat sich jetzt verändert. Today we have crossed the 40,000 mark and the grace has multiplied enormously. Heute gehen wir an die Grenze von 40.000 Erwachten und die Gnade ist viel, viel stärker angestiegen.
So almost effortlessly we could transfer the presence. Also können wir jetzt ganz ohne Anstrengung um die Präsenz bitten. Bhagavan ist gerade raus, vielleicht ein Stromausfall, ich weiß es nicht. Sie werden gleich wieder reinkommen. Wir warten. And once the presence is there, all things start happening very, very fast. Wenn die Präsenz erstmal da ist, ist es so, dass alle Dinge sehr, sehr schnell geschehen werden. That is why after the presence has started entering to people, the miracles have stepped up enormously. Und wenn es so ist, dass die Präsenz in die Menschen hineingekommen ist, dann wird es so sein, dass Wunder immer stärker geschehen werden. Thank you, Bhagavan. Next question, Bhagavan. Dear Bhagavan, many people are in difficult state. So, non-spiritual people, there is much depression and aggression. Talking to them is not useful. Most of them don't want to hear anything. I don't want to leave them alone and support them. What is the best way to help them? Thank you, Bhagavan. Lieber Bhagavan, viele Menschen befinden sich in schwierigen Zuständen, auch nicht spirituelle Menschen. Es gibt viel Depression und Aggression. Zu ihnen zu sprechen bringt nicht sehr viel. Die meisten von ihnen wollen sowieso nichts hören. Und ich möchte sie trotzdem nicht alleine für sich lassen und möchte sie unterstützen. Worin besteht der beste Weg, die beste Art und Weise, ihnen zu helfen? Vielen Dank, Bhagavan. You need not talk to them. Du brauchst nicht zu ihnen zu sprechen. You could directly transfer the presence into them. Du kannst die Präsenz direkt an sie übertragen. Then all else is automatic. Und alles andere geschieht automatisch. Thank you, Bhagavan. Shiva Hans Bhagavan. Beloved Bhagavan, what is the difference between intent diksha for another person and transferring the presence to that person? With all my love. Thank you, Bhagavan. Geliebter Bhagavan, worin besteht der Unterschied zwischen der Absichtsdiksha, die man eine andere Person gibt, und der Übertragung der Präsenz an diese Person? Mit all meiner Liebe. Danke, Bhagavan. Diksha could be given by touch or through eye contact or through an intent. Diksha kann durch Berührung, durch Augenkontakt oder durch Absicht gegeben werden. The key factor is intent. Der Schlüsselpunkt ist die Intention, die Absicht. If the intent is the transfer of the presence and you touch, it will happen. Or if the intent to give the presence and you look through your eyes, that would happen. Or if the intent is to give them the presence and you just have the intent, then also it happens. Wenn du die Absicht hast und den Kontakt durch die Augen gibst, dann wird es passieren. Wenn du die Absicht gibst und Diksha geben möchtest, durch Kontakt, durch Berührung, dann wird es geschehen. Thank you, Bhagavan. Gadan Marian Bhagavan. Beloved Lord, dearest Father, glorious Sri Kalki, please explain about awakening and enlightenment. Thank you, Bhagavan. Geliebter Bhagavan, lieber Vater, wunderbarer Sri Kalki, bitte erkläre Erwachen und Erleuchtung in den vedischen Skripturen. I shall define it in terms of oneness. Please translate.
Ich möchte es gerne in Begriffen von Oneness definieren. Assume you are traveling by car and you switch off the engine, then you are supposed to be awakened. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto und du stellst die Maschine aus. Dann stell dir vor, du bist erleuchtet, du bist erwacht. This is the equivalent of observing your thoughts. Das ist das Entsprechende, wenn du dir deine Gedanken anschaust, wenn du sie beobachtest. But the car would not stop immediately because of its momentum. It would go a short distance and then stop. Aber das Auto fängt einfach nicht von alleine an anzuhalten und stoppt nicht plötzlich, sondern es braucht ein gewisses Momentum, um angehalten zu werden. When the car finally comes to a standstill, we call it enlightenment. Und wenn das Auto schließlich zum Stillstand kommt, dann nennen wir das Erleuchtung. The equivalent is all thoughts have ceased. Das ist, wenn bei den Menschen alle Konzepte aufgehört haben zu sein. That is the basic difference. Das ist der grundlegende Unterschied. Thank you, Bhagavan. Janeka Bhagavan. Namaste, Bhagavan. Thank you for sharing time with the people here in Germany. Some information about me, Bhagavan. I cannot feel goodness. I cannot feel thankful or love. I can't able to accept. A few days after my marriage, I was able to feel this. After a few days, the feeling was lost. I do many rituals, 3 times a day, taking Diksha from the Padagas or Sri Murti, or attending the courses. So, here is my question, Bhagavan. What can I do to feel? What can I do to accept the people and their statement? I want to be free from this bad feeling and suffering, Bhagavan. Please help me to be free. Thank you very much, Bhagavan. Namaste, Bhagavan. Danke, dass du die Zeit mit uns Menschen hier in Deutschland verbringst. Ich würde gerne einige Informationen über mich teilen. Ich kann keine Güte fühlen. Ich kann keine Dankbarkeit fühlen, keine Liebe. Und ich kann die Dinge auch nicht so akzeptieren, wie sie sind. Einige Tage nach meiner Heirat war ich in der Lage, das zu fühlen. Nach einigen Tagen war dieses Gefühl weg. Ich mache viele Rituale. 3-mal am Tag nehme ich Diksha von dem Padukas oder dem Srimurti und ich nehme an vielen Kursen teil. Also hier ist meine Frage. Was kann ich tun, um zu fühlen? Was kann ich tun, dass ich die Menschen so zu nehmen kann, wie sie sind? Ich möchte frei sein von diesem schlechten Gefühl und vom Leiden. Bitte hilf mir, frei zu sein. Vielen, vielen Dank. In the old way, we discover what our condition is and stay with it. Please translate. Auf die alte Art und Weise entdecken wir unsere Bedingungen, in denen wir leben, und wir bleiben bei diesen Bedingungen. We stay with the what is and wait for things to happen. Wir bleiben mit dem, was ist, und warten, was dann passiert. In the new way, we stay with the what is and immediately we invoke the presence. Auf die neue Art und Weise bleiben wir mit dem, was ist, und wir rufen die Präsenz an. The presence comes in, all is over. Die Präsenz kommt und alles ist geschehen. Thank you, Bhagavan. Mike Bhagavan. Dearest Bhagavan, thank you so much for honoring us with your presence here in Germany today. I wish so much to be more in the presence, the new possibility to pass on the presence when we feel it is wonderful. Unfortunately, I often do not feel the presence, and when it's there is usually does not stay with me for long. I am looking for a reliable way to release, to easily re-enter it again when I lost. You mentioned that we could fix the access to somewhat like an anchor that we can then put out to access it again. I asked the presence to come back to me when I touch my mala. Unfortunately, it didn't work well. Could you please explain more precisely how we should do it when we anchor our access to the presence, Bhagavan? Thank you, Bhagavan. Lieber Bhagavan, danke, dass du uns die Ehre erweist, dass du einfach hier in Deutschland mit uns zusammen bist und deine Präsenz mit uns teilst. Ich möchte so sehr, noch viel mehr in der Präsenz sein,
Die neue Möglichkeit, die Präsenz weiterzugeben, wenn wir es fühlen, ist so wunderbar. Leider fühle ich die Präsenz oft nicht. Und wenn sie da ist, dann bleibt sie normalerweise nicht lange bei mir. Ich suche nach einem vernünftigen und verlässlichen Weg, wieder in die Präsenz hineinzugehen, wenn ich sie verloren habe. Du erwähntest, dass wir so eine Art Anker bilden könnten und dann diesen Anker auswerfen könnten und dann wieder den Zugang zur Präsenz haben. Ich habe gefragt, darum gebeten, dass die Präsenz zu mir kommt, dann, wenn ich meine Maler berühre. Leider hat das nicht gut funktioniert. Kannst du mir bitte etwas genauer erklären, was ich tun kann und wie ich diesen Anker werfen kann, um wieder Zugang zu der Präsenz zu haben? You must anchor the presence as it comes in. Please translate. Du musst diesen Anker werfen, dich verbinden mit der Präsenz, wenn sie kommt, sobald sie da ist. If the presence is not coming to you in the month of July, it will come into you the month of August. Wenn die Präsenz im Monat Juli nicht zu dir gekommen ist, dann wird sie im Monat August zu dir kommen. If not August, it will come to you in September. Und wenn sie im August nicht gekommen ist, nicht da ist, dann wird sie im September kommen. As the power increases, you will soon get it. Und jetzt, wo die Kraft immer stärker wird, dann wirst du sie bald erlangen. Most people will be able to get it by end of December this year. Die meisten Menschen werden sie bekommen Ende Dezember diesen Jahres. Thank you, Bhagavan. Helga Bhagavan. Namaste, Bhagavan. Dear Sri Bhagavan, first of all, I would like to thank you that you spend your precious time for all of us here in Germany. We are very grateful for this special webcast. We all are very delighted to experience the presence. Please, could you explain to us the difference between the inner divine and the presence? Or inner divine, our inner divine has been always with us, whereas the presence has come, has not it, Bhagavan? Namaste, lieber Sri Bhagavan. Zuerst möchte ich dir danken, dass du deine wertvolle Zeit mit allen von uns hier in Deutschland verbringst. Wir sind sehr dankbar für diesen besonderen Webcast. Wir sind alle hoch erfreut, die Präsenz zu erfahren. Könntest du bitte uns den Unterschied erläutern zwischen dem inneren Göttlichen und der Präsenz? Unser inneres Göttliches ist schon immer mit uns gewesen, währenddessen auf der anderen Seite die Präsenz zu uns gekommen ist. Ist es nicht so? If you watch someone on the television screen, that is watching the divine. Please translate. Wenn du jemanden auf dem Fernsehbildschirm siehst und ihn anschaust, dann ist es so, als wenn du das Göttliche anschaust. If that person walks out of the television screen and becomes physical, that is the presence. Und wenn du diese Person auf dem Fernsehbildschirm siehst und er wird körperlich, dann ist das die Präsenz. Thank you, Bhagavan. Sometimes there are people in our Diksha events who are obviously not able to experience the presence. Could you give them some advice, please? Thank you very much, Bhagavan. Manchmal ist es so, dass Menschen in unseren Diksha-Gruppen offensichtlich nicht in der Lage sind, die Präsenz zu erfahren. Kannst du ihnen einen Ratschlag geben? Danke sehr. Vielen Dank, Sri Bhagavan. I would tell them, do not worry. You would get the presence very soon, probably by end of this year. Ich würde ihnen sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen und du wirst sehr bald die Präsenz erfahren, bis zum Ende dieses Jahres. Thank you, Bhagavan. Yamin and Detmar, Bhagavan. Beloved Kalki, if we are totally overtaken by the presence and we are fully conscious of it, is this state or experience called God realization? Thank you, my Amma Bhagavan. I love you forever and I will serve the divine forever. Geliebter Kalki, wenn wir vollkommen übernommen werden von der Präsenz und wir sind uns vollkommen dessen bewusst, ist dieser Zustand der Erfahrung Gottes Verwirklichung? Danke, meine Amma Bhagavan, ich liebe euch für immer und ich werde dem Göttlichen für immer dienen. Yes, it is God realization. Ja, es ist Gottes Verwirklichung. Thank you, Bhagavan. Ines Bhagavan. Dear Bhagavan, I am pregnant in the 7th month and I like to participate in the oneness meditation. I experience through that an easy and simultaneously deep release of old charges, which makes me very happy. My questions are, when I come in contact with the strong emotions through the process, how is that for the baby?
What do you recommend me to do in the supportive and helpful way for the preparation for the birth and our life together after it? Thank you, Bhagavan. Lieber Bhagavan, ich bin im 7. Monat schwanger und ich möchte gerne und ich liebe es, an Oneness-Meditationen teilzunehmen. Dadurch erfahre ich etwas sehr Leichtes und ich erfahre außerdem, dass gleichzeitig ein tiefes Loslösen von alten Ladungen geschieht und dieses macht mich sehr glücklich. Meine Fragen sind diese. Wenn ich in Kontakt komme mit sehr, sehr starken Gefühlen durch diesen Prozess, wie sieht das für das Baby aus? Was empfiehlst du mir? Wie kann ich mich unterstützend und hilfreich verhalten, wenn ich mich auf die Geburt vorbereite und unser gemeinsames Leben danach? Vielen Dank für deine Unterstützung und Hilfe. Mit Liebe. The baby enjoys the process. Please translate. Das Baby hat seine Freude an diesem Prozess. And is fully protected by the presence. Und das Baby ist vollkommen in der Präsenz gebadet. Thank you, Bhagavan. Peter Frank, Bhagavan. Dear Bhagavan, you say that the presence comes directly from God. Is oneness Diksha energy, no divine energy? Is there an obvious difference? Thank you, Bhagavan. Lieber Bhagavan, du sagst, dass die Präsenz direkt von Gott kommt. Ist die Energie der Oneness Diksha keine göttliche Energie? Gibt es dort einen offensichtlichen Unterschied? It is the same source, but the presence is very, very powerful. Es ist die gleiche Quelle, aber die Präsenz ist sehr, sehr kraftvoll. The presence is more like the giver himself coming in. Die Präsenz kommt dann zu euch hinein, kommt in Stärke zu euch hinein. All Diksha power comes from the presence. Alle Diksha-Kraft kommt von der Präsenz. But the presence itself is inside you, how much more powerful it is. Je stärker es in dir innen drin ist, umso kraftvoller kommt es nach außen. Second question, Bhagavan. I'm a oneness trainer, Bhagavan, and I have a conflict. On one side, I want to support oneness. On the other hand, when the presence takes over, I have the feeling that I just want to be. And there is nothing which is to be done, and there is nobody who can do anything for anybody. Can you please help me? Thank you so much, dearest Bhagavan. Ich bin ein Oneness-Trainer und ich habe einen Konflikt. Auf der einen Seite möchte ich Oneness unterstützen. Auf der anderen Seite, wenn die Präsenz mich übernimmt, habe ich das Gefühl, dass ich einfach nur sein möchte. Und da ist nichts, was gemacht werden kann, was ich tun kann. Und da ist niemand, der irgendetwas für irgendjemanden tun kann. Kannst du mir bitte helfen? Vielen Dank, liebster Bhagavan. You must follow the presence. Please translate. Du musst der Präsenz folgen. If you follow the presence, you are in oneness. Wenn du der Präsenz folgst, dann bist du in Oneness, im Einssein. Thank you, Bhagavan. Gudran Bhagavan. Beloved Bhagavan, can you please tell me how to practice devotion? Thank you with all my heart. I thank you wholeheartedly for all your love, Bhagavan. Geliebter Bhagavan, kannst du mir bitte sagen, wie man Hingabe ausüben kann? Danke dir von meinem ganzen Herzen. Ich danke dir aus meinem tiefsten Herzen für alle deine Liebe. Devotion is possible only if you have the presence, not otherwise. Hingabe ist nur möglich, wenn du die Präsenz hast, ansonsten nicht. Thank you, Bhagavan. Bernard Bhagavan. Politically and economically, Germany and Europe are in a crisis. We give many dikshas for good solutions. Should we focus on a transformation of the existing system, or, as many people do, focus on a complete change that would cause a lot of pain and wounds? Thank you, Bhagavan. Politisch und ökonomisch befinden sich Deutschland und Europa in einer Krise. Wir geben sehr viele Dikshas für gute Lösungen. Sollten wir uns jetzt auf die Transformation fokussieren der bestehenden Systeme oder, wie es so viele andere Menschen machen, sollten wir uns auf eine vollständige Veränderung ausrichten. Aber dieses würde sehr viel Schmerz und Wunden hervorrufen. You must work for a new system. Ihr müsst euch auf ein neues System ausrichten. A new system is going to emerge, and that would save the people of Europe. Ein neues System ist notwendig und das wird die Menschen in Europa retten. Thank you, Bhagavan. Another question from him, Bhagavan. Many teenagers are disoriented because of misuse of media, alcoholics, and sex.
It seems as if they have lost themselves. Is there any chance for them? How can their parents or other people help them? What else can we do in addition to giving Diksha, Bhagavan? Viele Teenager sind desorientiert und weil sie Medienmissbrauch betreiben, Alkohol zu sich nehmen und zu viel Sex haben. Es scheint, dass sie sich selbst verloren haben. Gibt es irgendeine Chance überhaupt noch für sie? Wie können ihre Eltern und andere Menschen ihnen helfen? Was können wir sonst noch tun, zusätzlich tun, außer ihnen Diksha zu geben? At this point in our evolution, it's very, very important to give the presence to all the youngsters. An diesem Punkt der Evolution ist es sehr, sehr wichtig, dass die Präsenz allen jungen Menschen gegeben wird. Thank you, Bhagavan. Andrea Bhagavan. Dear Bhagavan, one of my biggest wish is to find a way to bind my work with the one vision of oneness. How can I combine my work with oneness, Bhagavan? Thank you very much for your help and much love to you and Amma. I'm very happy to be a little part of the oneness family. Without this, I would feel me alone, frustrated and negative. Lieber Bhagavan, eines meiner größten Wünsche ist, um einen Weg zu finden, um meine Arbeit mit der Vision von Oneness zu verbinden. Wie kann ich meine Arbeit mit Oneness verbinden? Vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für deine Hilfe und alle Liebe zu dir und zu Amma. Ich bin sehr glücklich zu sein, dass ich ein Teil der Oneness-Familie bin. Ohne dieses würde ich mich alleine fühlen, frustriert und negativ. If you live and work from the presence, then you are with oneness. Wenn du lebst und arbeitest von der Präsenz aus, dann bist du in Oneness. Thank you, Bhagavan. Thank you so much, Bhagavan. We shall meditate for a few minutes. Vielen Dank, Bhagavan. Wir werden jetzt für einige Minuten miteinander meditieren. Love you all. Love you. Namaste. Namaste. Ich liebe euch alle. Namaste.